Und haben ein K11. Was immer das auch jetzt heißen mag. Aber das ist ja, ne? Wir müssen ja sowieso zu dieser Adresse hin. Ich denke mal, da wird bestimmt gleich der Bär steppen. Oh, riesen Appartement. Bischofs Appartement, 10:02 Uhr. Da rennen unsere Kollegen auch schon rein. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Okay. Den Aufzug. Scheiße, ich hätte mal besser lesen sollen. Den Gang entlang. Okay. Wo ist denn hier eigentlich der Aufzug? Oder habe ich mich jetzt falsch... Ich frage den nochmal. Geh mal aus dem Weg, Kollege. Manchmal steht doch im Weg rum. Hallo, Kollege. Ja, okay, der sagt mir nichts mehr. Kann ich denn hier einfach rein? Guck mal. Help me out. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Ja. Wo ist denn das? Mann. Oh, ey. What do you Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Oh, wo rennt er denn wieder hin? Also manchmal ist die Steuerung hier ein bisschen scheiße. Wo ist denn das Apartment? Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Quack doch nicht immer dasselbe, Mann. Sag mir doch, in welchen Apartment wir hin müssen. Das habe ich nämlich jetzt schon wieder total vergessen hier in der Aufregung. Ach so, wir müssen hier in den Aufzug rein. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Okay. So, mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. What now? Gun it. Let's get to the apartment before. Oh, er labert doch dasselbe. Ach, da ist die Tür. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. Kam wohl zu We'll take spät. a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Gloria Bishop aktualisiert. So, wir schauen uns jetzt mal hier mal um hier. Vielleicht haben die... Oh, da ist doch was. New Testament. I don't think this is going to help us. Gucken wir hier noch was haben. Presented to Mark. Geschenk von Mark. Ein Sattel. Von Mark Bischof.
Da sage ich bloß einfach mal, ja. So, gucken wir, ob hier noch was ist. Eine Statue. Not sure this means much. Okay. Scheint nichts Besonderes zu sein. Eine Vase. Don't think this is anything. Nee, das bringt uns auch nicht weiter. Das können wir wieder wegpacken. So, dann gehen wir mal hier in diesen Zimmer rein. Das Schlafzimmer. Oh, da liegt was. Aha. What do you have to do to earn $20,000? 20.000 Dollar. Dann kommen wir schon langsam die Sache etwas näher. It doesn't appear to be connected. Was ist das für eine Verpackung? Gucken, ob hier was ist. Lippenstift. Junk. Das ist nix. Aber hier liegt ein Ring. Doesn't tell me anything. Wie, jetzt hat es auch nix? Ah, ist mehr wie nix. Don't think this is any use to Ja, us. cool, nein, das ist ja schon was, ne? Du kannst damit deine Haare kämmen. So gut, dann sind wir in diesem Zimmer hier also auch fertig. Dann werden wir mal uns hier das nächste vornehmen. Ach hey. Hier sieht's ja aus. Da liegt Geld. I doubt it. Was ist das? Circumstantial. Nichts Besonderes. Okay. Okay, die beiden Sachen nur. Babylon. Great Wall of Babylon. Filmset Replica of a Relikt. replica. Aus dem Film Babylon. Okay. Da war da noch was. Nope. Okay, das ist auch wieder nix. Hier liegt aber ziemlich viel nichts umher. Streichhölzer. Smarter man than me to connect that. Okay. Oh, Alter, geh aus... Oh, das gibt's doch wieder nicht. So, die Küche. Oh, wollen wir uns mal ein Omelette braten hier, wa? So. Ich nehme aber lieber einen Löffel. Hasn't given me anything to go on. Ja, ich weiß, das hilft nicht weiter. Aber wir müssen uns hier umschauen. Das hilft ja nun mal alles nichts. Ob wir nun jetzt Müll finden oder nicht Müll finden. Jeder Beweis kann zu irgendwas führen. Seems irrelevant. So, dann nähern wir uns jetzt der Stube. Ach, hier ist auch noch ein Zimmer. Gehen wir auch noch mal kurz rein. Hier ist eine Uhr. Optimistic, Cole. Eine optische.
So. Ach, guck an, da ist ein Bild. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Aha. Marlon Hopgood. Probably nothing. So, dann können wir mit der Befragung loslegen, Gelly, denke ich mir mal. Name Gloria Bischoff. Augen grün, Alter 26, Haare braun und natürlich weiblich. Frau von Mark Bischoff und Überfallopfer. Haus Friedensbruch. Those men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Aufenthaltsort von Bischoff. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Schreck über 220.000 Dollar. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Okay, und zum Schluss haben wir noch Missbrauch von Jessica Hamilton. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, Detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done.
Ja, liebe Freunde, damit haben wir 4 von 4 Fragen richtig. Und ich guck mal, ob wir hier irgendwie uns einen neuen Outfit irgendwie mal anziehen können. Vielleicht gibt es ja mal was Neues hier, was wir hier noch nicht getragen haben. Nass ist